Lektion 1: Kleine Erfolge feiern. Guten Abend, Anna. Wie feierst du kleine Erfolge? Guten Abend, John. Ich feiere sie mit Dankbarkeit. Bitte. Ich belohne mich oft mit einer meiner Lieblingsleckereien. Das fühlt sich besonders an. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ein bisschen Genuss kann motivierend wirken. In der Tat, es erinnert mich daran, dass jeder Schritt zählt, egal wie klein er auch sein mag. Ich stimme zu. Kleine Erfolge geben Schwung für größere Ziele. Wie würdigen Sie Ihre Erfolge? Ich führe ein Tagebuch. Das Schreiben darüber lässt sie real erscheinen. Das klingt erfüllend. Überprüfen Sie Ihre Einträge häufig? Ja, ich genieße es, über meine Fortschritte nachzudenken. Das motiviert mich, weiterzumachen. Ich teile meine Erfolge gerne mit Freunden. Ihre Unterstützung ist sehr aufbauend. Das ist ein kluger Ansatz. Teilen kann die Freude verstärken. Haben Sie schon einmal eine kleine Feier zur Würdigung eines Erfolgs organisiert? Ja, das habe ich. Ich habe ein Abendessen mit engen Freunden veranstaltet. Wir haben zusammen gefeiert. Das ist wunderbar. Gemeinsam zu feiern kann das Erlebnis noch schöner machen. Das ist gewiss der Fall. Lachen und Freude sind bei solchen Veranstaltungen ansteckend. Welche Aktivitäten gehören bei Ihnen zu den Feierlichkeiten? Ich bereite meistens ein lustiges Spiel oder einen Toast vor. Das sorgt für Abwechslung. Das klingt herrlich. Spiele können bleibende Erinnerungen schaffen. Ich stimme zu. Es macht die Veranstaltung für alle Beteiligten ansprechender. Wie beeinflussen kulturelle Hintergründe die Art und Weise, wie Feste gefeiert werden? Die Traditionen der verschiedenen Kulturen unterscheiden sich erheblich. Jedes Fest hat eine einzigartige Bedeutung. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich schätze es, etwas über verschiedene Bräuche zu lernen. Das Feiern kleiner Erfolge kann Menschen unabhängig von ihrer Kultur vereinen. Ja, das Teilen persönlicher Erfolge fördert Verbundenheit und Verständnis. Auf welche anderen Arten feiern die Menschen? Manche Menschen bevorzugen die stille Besinnung gegenüber öffentlichen Zurschaustellungen. Das stimmt. Jeder hat seine bevorzugte Art zu feiern. Halten Sie es für notwendig, jeden Erfolg zu feiern? Ich glaube, es ist unerlässlich, Fortschritte anzuerkennen, egal wie geringfügig sie auch sein mögen. Das fördert eine positive Denkweise. Es motiviert dazu, sich weiter anzustrengen. Wie haben Feierlichkeiten Ihre Sicht auf Erfolg geprägt? Feierlichkeiten erinnern mich daran, dass Erfolg ein Weg ist, nicht nur ein Ziel. Ich liebe diese Sichtweise. Sie fördert Geduld und Ausdauer. Haben Sie sich jemals unwürdig gefühlt, einen Erfolg zu feiern? Manchmal habe ich tatsächlich dieses Gefühl. Dann erinnere ich mich aber daran, dass jeder Fortschritt wertvoll ist. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Jeder Schritt verdient Anerkennung. Wie kann man Minderwertigkeitsgefühle im Zusammenhang mit Feierlichkeiten überwinden? Man kann Selbstmitgefühl üben. Die Erkenntnis des eigenen Wertes ist entscheidend. Ja, das kann eine Herausforderung sein, ist aber letztendlich lohnend.
Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der zögert, seine Erfolge zu feiern? Ich würde vorschlagen, klein anzufangen. Schon ein kleiner Erfolg kann Veränderungen anstoßen. Das ist ein ausgezeichneter Rat, Anna. Kleine Schritte führen zu größeren Fortschritten. Wie können Menschen ihre Feierlichkeiten bedeutungsvoller gestalten? Durch eine persönliche Gestaltung der Feier kann deren Bedeutung gesteigert werden. Persönliche Details machen das Ereignis unvergesslich. In der Tat, jeder Lebensweg ist einzigartig und das sollten auch die Feierlichkeiten widerspiegeln. Was möchten Sie als nächstes feiern? Ich freue mich darauf, den Projektabschluss zu feiern. Es war harte Arbeit. Herzlichen Glückwunsch im Voraus, John. Das wird eine große Feier verdienen. Danke, Anna. Ich weiß deine Ermutigung sehr zu schätzen. Das bedeutet mir viel. Es ist wichtig, gemeinsam zu feiern. Wir können uns gegenseitig aufmuntern. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass jede Leistung, ob groß oder klein, Anerkennung verdient. Lektion 2: Modetrends und Vorlieben. Guten Abend, Anna. Was ist Ihre Meinung zu den aktuellen Modetrends? Guten Abend, John. Ich habe gemischte Gefühle dazu. Manche Trends finde ich ansprechend, andere wiederum fragwürdig. Das ist interessant. Welche Trends finden Sie ansprechend? Ich schätze das Wiederaufleben von Vintage-Stilen. Sie bringen Nostalgie und Charme mit sich. Vintage-Stile besitzen eine zeitlose Qualität. Und was ist mit dem Trend zu Oversize-Kleidung? Ich finde übergroße Kleidung bequem, aber nicht immer vorteilhaft. Viele Menschen schätzen diese lockere Passform. Haben Sie sie schon selbst ausprobiert? Ich habe es ausprobiert. Ich habe mich darin wohlgefühlt, war mir aber bezüglich des Gesamteindrucks unsicher. Manchmal ist Komfort wichtiger als Stil. Was hältst du von kräftigen Farben? Ich liebe kräftige Farben. Sie können Persönlichkeit und Kreativität zum Ausdruck bringen. Ich stimme zu. Kräftige Farben können eine große Wirkung erzielen. Wie sieht es mit Tiermustern aus? Tiermuster können stilvoll sein, aber auch erdrückend wirken. Das ist ein berechtigter Einwand. Bei auffälligen Mustern ist Mäßigung der Schlüssel. Ja, ein einzelnes statt im Pike genügt oft. Wie steht es mit dem Trend zu nachhaltiger Mode? Unterstützen Sie ihn? Ich unterstütze nachhaltige Mode von ganzem Herzen. Sie ist lebenswichtig für unsere Umwelt. Ich bewundere Ihre Haltung. Sie fördert verantwortungsvollen Konsum. Ja, wir müssen uns unserer Entscheidungen bewusst sein. Mode kann sowohl trendig als auch ethisch sein. Gibt es Trends, die Sie entschieden ablehnen? Ich mag keine Trends, bei denen das Aussehen Vorrang vor dem Komfort hat. Komfort ist unerlässlich, insbesondere im Alltag. In der Tat, das Leben ist zu kurz, um sich in Kleidung unwohl zu fühlen. Das ist eine wunderbare Philosophie. Was halten Sie von Fast Fashion? Ich stehe dem kritisch gegenüber. Es fördert Verschwendung und mindert die Qualität. Viele teilen Ihre Bedenken. Die Auswirkungen der Fast Fashion sind gravierend. Ja, die Verbraucher müssen informiert werden.
Nachhaltige Entscheidungen müssen gefördert werden. Wie können Modemarken Nachhaltigkeit fördern? Marken können umweltfreundlichen Materialien und ethischer Produktion Priorität einräumen. Das würde mehr bewusste Konsumenten anziehen. Welche Trends hoffen Sie in Zukunft zu sehen? Ich hoffe auf inklusivere Größen und eine vielfältigere Repräsentation in der Mode. Das ist ein entscheidender Punkt. Jeder hat das Recht, sich repräsentiert zu fühlen. Absolut. Mode sollte alle Körpertypen und Hintergründe feiern. Wie steht es mit der Technologie in der Mode? Sehen Sie darin eine positive Entwicklung? Technologie kann die Mode bereichern, sollte aber die Kreativität nicht in den Schatten stellen. Gut gesagt. Innovation hat ihren Platz, aber Tradition ist auch wichtig. Die Mode lebt von einer Mischung aus Altem und Neuem, nicht wahr? Ja, dadurch entsteht eine einzigartige Geschichte. Welchen Modetipp würden Sie geben? Ich würde raten, das zu tragen, worin man sich selbstbewusst fühlt. Selbstbewusstsein ist wahrlich das beste Accessoire. Es wertet wirklich jedes Outfit auf. Was ist dein Lieblingsstil? Ich bevorzuge klassische Stile. Sie sind vielseitig und kommen nie aus der Mode. Das ist clever. Zeitlose Stücke lassen sich auf vielfältige Weise stylen. Glauben Sie, dass Trends nach einigen Jahren wiederkehren? Die Mode recycelt oft Trends. Was einmal alt war, kann wieder neu werden. Das stimmt absolut. Es schafft ein Gefühl der Kontinuität in der Mode. Ja, und es hilft Einzelpersonen dabei, ihren individuellen Stil im Laufe der Zeit auszudrücken. Mode wird immer eine sich weiterentwickelnde Kunstform sein, nicht wahr? In der Tat, John. Jeder Einzelne trägt auf seine Weise zum Gesamtbild bei. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Anna. Ich freue mich darauf, in Zukunft weitere Trends mit Ihnen zu besprechen. Lektion 3: Das Planer-Dilemma. Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Morgen, John. Mir geht es hervorragend, danke. Bei dir? Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich habe in letzter Zeit viel über Planer nachgedacht. Das ist interessant. Meinen Sie digitale oder gedruckte Planer? Ich beziehe mich auf beide. Jeder Typ hat seine spezifischen Vor- und Nachteile. Das stimmt. Ich bevorzuge einen physischen Terminkalender. Er wirkt persönlicher. Ich verstehe Ihren Standpunkt. Dinge aufzuschreiben kann beim Behalten helfen. Ja, Stift und Papier haben etwas Befriedigendes. Ich sehe auch den Wert digitaler Planer. Sie bieten Komfort und Zugänglichkeit. Das stimmt. Man kann mit einem Gerät überall auf einen digitalen Planer zugreifen. Darüber hinaus verfügen digitale Planer häufig über Erinnerungsfunktionen. Das ist ein erheblicher Vorteil. Ich könnte definitiv öfter Erinnerungen gebrauchen. Finden Sie es schwierig, mit einem physischen Terminkalender den Überblick zu behalten? Gelegentlich ja. Manchmal vergesse ich regelmäßig nachzusehen. Das kann ich nachvollziehen. Digitale Planer können Benachrichtigungen versenden, um zur Nutzung anzuregen. Diese Funktion ist reizvoll.
Mir gefällt jedoch das haptische Erlebnis des Schreibens. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Letztendlich hängt es von den persönlichen Vorlieben ab. Haben Sie schon einmal versucht, beide gleichzeitig zu verwenden? Ich selbst habe das nicht erlebt, aber ich habe von anderen gehört, die beides erfolgreich unter einen Hut bringen. Das klingt faszinierend. Wie würde man das bewerkstelligen? Eine Möglichkeit besteht darin, einen physischen Planer für detaillierte Aufgaben und einen digitalen Planer für Erinnerungen zu verwenden. Diese Methode könnte das Beste aus beiden Welten bieten. Genau, es ermöglicht Flexibilität und Gründlichkeit. Glauben Sie, dass physische Planer überflüssig werden? Ich glaube, sie sind nach wie vor relevant. Viele Menschen schätzen das traditionelle Flair. Ich stimme zu. Manche Aufgaben erfordern eine persönliche Note, die nur ein physischer Planer bieten kann. Es ist faszinierend, wie sich diese Werkzeuge mit der Technologie weiterentwickeln. Tatsächlich könnte die Kombination beider Methoden ein breiteres Publikum ansprechen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Trends bei Planerdesigns beobachtet? Ja, in der Tat. Viele Leute gestalten ihre Planer heutzutage individuell mit Aufklebern und Farben. Individualisierung verleiht der Organisation eine kreative Komponente. Das ist tatsächlich der Fall, wodurch es für die Nutzer angenehmer wird. Vielleicht könnte eine Online-Community das Erlebnis noch weiter verbessern. Das ist ein interessanter Gedanke. Ein gemeinsamer Raum für Ideen und Inspiration könnte von Vorteil sein. Plattformen wie Foren oder Social-Media-Gruppen könnten diese Verbindung erleichtern. Ich würde mich sehr freuen, Teil einer Gemeinschaft gleichgesinnter Planer zu sein. Das könnte ein Gefühl der Zusammenarbeit und gemeinsamer Ambitionen fördern. Das würde viele dazu motivieren, organisiert zu bleiben und ihre Ziele zu erreichen. Wie planen Sie, Ihre Planungsmethoden in Zukunft anzupassen? Ich werde vielleicht mit einem digitalen Planer experimentieren, während ich meinen physischen Planer behalte. Ein ausgezeichneter Ansatz. Durch Ausprobieren finden Sie möglicherweise die ideale Balance. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was für mich am besten funktioniert. Unsere Diskussion hat offenbar wertvolle Erkenntnisse zur Planung geliefert. Da stimme ich dir zu, John. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke, Anna. Lass uns auch in Zukunft produktive Gewohnheiten erforschen. Lektion 4: Wochenendabenteuer ohne Kosten. Guten Abend, Anna. Wie hast du dein Wochenende verbracht? Guten Abend, John. Ich habe einen schönen Tag im Park verbracht. Bitte. Ich habe eine kostenlose Kunstausstellung in der Innenstadt besucht. Sie war wirklich bemerkenswert. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, Kunst zu entdecken. Welche Kunstrichtungen wurden denn gezeigt? Die Ausstellung präsentierte moderne Werke, darunter Gemälde und Skulpturen. Wie interessant. Ich finde moderne Kunst so ausdrucksstark. Hattest du ein Lieblingsstück? Ja, da war ein großes, farbenfrohes Wandgemälde, das meine Aufmerksamkeit erregte. Es symbolisierte den Gemeinschaftsgeist. Das klingt inspirierend. Kunst kann starke Botschaften vermitteln, nicht wahr? Absolut. Es kann Emotionen wecken und zum Nachdenken anregen. Was ist deine liebste Wochenendaktivität? Ich genieße Wanderungen in der Natur. Es ist erfrischend, draußen zu sein.
Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur zu erleben. Hast du einen Lieblingswanderweg? Ja, es gibt einen wunderschönen Wanderweg in der Nähe eines Flusses. Die Landschaft ist atemberaubend. Das klingt bezaubernd. Die Natur bietet eine friedliche Auszeit vom Alltag. Absolut. Ich fühle mich oft entspannter, nachdem ich Zeit im Freien verbracht habe. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Haben Sie schon einmal eine Wanderung ausprobiert? Ja, ich habe letzten Sommer eine Wanderung unternommen. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Was hat Ihnen daran am besten gefallen? Die atemberaubende Aussicht vom Gipfel war jeden Schritt wert. Die Natur hat eine besondere Anziehungskraft auf uns. Was hältst du von Gruppenwanderungen? Gruppenwanderungen können sehr viel Spaß machen. Sie bieten außerdem die Möglichkeit zur sozialen Interaktion. Ich glaube, sie fördern die Teamarbeit. Freunde können sich gegenseitig ermutigen. Ja, und es schafft bleibende Erinnerungen. Bist du schon einmal mit Freunden gewandert? Ich gehe normalerweise mit meiner Familie. Das ist eine tolle Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen. Familienabenteuer sind etwas Besonderes. Sie stärken die Beziehungen. Ich stimme zu. Aktivitäten im Freien schaffen oft die schönsten Erinnerungen. Wohin planst du deine nächste Wanderung? Ich überlege, einen Wanderweg zu nehmen, der zu einem Wasserfall führt. Das wird bestimmt ein richtiges Abenteuer. Das klingt großartig. Wasserfälle verleihen Wanderungen einen magischen Touch. Perfekt. Ich werde meine Kamera mitnehmen. Es ist mir wichtig, die Schönheit festzuhalten. Fotografie bereichert das Erlebnis. Sie ermöglicht es uns, Erinnerungen zu teilen. Ja, hast du deine Wandererlebnisse schon einmal online geteilt? Ich habe Fotos in den sozialen Medien veröffentlicht. Das inspiriert andere, ebenfalls auf Entdeckungsreise zu gehen. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Teilen ermutigt die Menschen, die Natur wertzuschätzen. Ich glaube, es fördert das Gemeinschaftsgefühl unter Outdoor-Begeisterten. Absolut. Viele Menschen können Wege entdecken, von deren Existenz sie vorher nichts wussten. Sind Sie der Meinung, dass mehr Menschen sich an Aktivitäten im Freien beteiligen sollten? Absolut. Es fördert die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Außerdem bietet sie eine Auszeit von der Technologie. Die Natur ist ein großartiger Lehrmeister. Wird gesagt, John, die Natur erinnert uns daran, innezuhalten und das Leben zu schätzen. In der Tat, jedes Wochenende bietet eine neue Gelegenheit für Abenteuer. Ich freue mich darauf, weitere Outdoor-Aktivitäten zu planen. Ich auch, Anna. Wochenenden in der Natur sind die schönsten Abenteuer. Lektion 5: Die Kunst des disziplinierten Online-Shoppings meistern. Guten Tag, Anna. Wie verwalten Sie Ihre Ausgaben? Guten Tag, John. Ich versuche, meine Online-Ausgaben im Griff zu behalten. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Wie kann man Impulskäufe vermeiden? Ich lege mir vor dem Einkaufen ein Budget fest. Das hilft mir, mich daran zu halten. Das ist eine effektive Strategie. Haben Sie einen bestimmten Betrag, an den Sie sich halten? Ja, ich lege ein monatliches Limit fest. Ich verwende das Geld nur für das Nötigste.
cleverer Ansatz. Vermeiden Sie es, während Sonderangeboten zu stöbern. Da, das stimmt. Sonderangebote können verlockend sein und führen oft zu unnötigen Käufen. Das ist klug. Wie gehst du mit der Verlockung von Rabatten um? Ich erinnere mich daran, dass ein Rabatt trotzdem unnötig ist, wenn ich den Artikel nicht brauche. Das stimmt. Manchmal kaufen Leute etwas nur, weil es im Angebot ist. Ja, beim Einkaufen konzentriere ich mich eher auf meine Bedürfnisse als auf meine Wünsche. Welche Hilfsmittel nutzen Sie, um Impulskäufe einzudämmen? Ich benutze Einkaufslisten. Sie helfen mir beim Einkaufen und sorgen dafür, dass ich den Überblick behalte. Ausgezeichnete Wahl. Einkaufslisten geben dem Einkaufen ein Gefühl von Zielstrebigkeit. Darüber hinaus vermeide ich es, Kreditkarteninformationen auf Webseiten zu speichern. Das ist ein kluger Schachzug. So werden Spontankäufe bei aufkommender Versuchung verhindert. In der Tat. Ich gehe noch einen Schritt weiter und warte, bevor ich einen Kauf tätige. Ach, die Wartezeit. Wie lange warten Sie normalerweise? Ich warte oft 24 Stunden. Das gibt mir Zeit, über die Notwendigkeit des Artikels nachzudenken. Das ist eine wertvolle Vorgehensweise. Sie zeigt oft, ob der Gegenstand wirklich benötigt wird. Ich melde mich auch von Werbe-E-Mails ab. Sie verleiten oft zu Impulskäufen. Das ist eine großartige Idee. Dadurch werden die ständigen Erinnerungen an Sonderangebote und Aktionen reduziert. Außerdem deaktiviere ich Benachrichtigungen für Shopping-Apps. Das ist sehr effektiv. Es beseitigt Ablenkungen und Versuchungen. Ich stelle fest, dass Ablenkungen mich eher dazu verleiten, unnötige Dinge zu kaufen. Und wie sieht es mit sozialen Medien aus? Beeinflussen diese Ihrer Meinung nach Ihr Kaufverhalten? Zuruf. Ich versuche, meinen Kontakt mit werbeintensiven Plattformen einzuschränken. Es ist in der Tat ratsam, sich der Werbetaktiken bewusst zu sein. Wie geht man mit Gruppenzwang um? Ich erinnere mich daran, dass jeder eine andere finanzielle Situation hat. Ich konzentriere mich auf meine eigenen Ziele. Das ist eine realistische Sichtweise. Es kann schwierig sein, sich von anderen nicht beeinflussen zu lassen. Ja, es ist unerlässlich, meinem finanziellen Wohlergehen Priorität einzuräumen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Erfahrungen mit Freunden zu teilen? Deshalb ist eine Diskussion darüber könnte auch anderen helfen, ihre Ausgabegewohnheiten zu erkennen. Das könnte ein unterstützendes Umfeld fördern. Gemeinsam könnten die Menschen mehr sparen. Ich glaube schon. Gegenseitige Ermutigung kann positive Veränderungen bewirken. Welchen abschließenden Rat würden Sie jemandem geben, der Probleme mit Impulskäufen hat? Ich würde vorschlagen, mit kleinen Grenzwerten zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen. Das ist ein guter Rat, Anna. Kleine Veränderungen können zu großen Ergebnissen führen. Ich hoffe, viele finden diese Strategien nützlich. Ich bin mir sicher, dass Sie es tun werden. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Anna. Vielen Dank, John. Es war mir ein Vergnügen, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Es war uns eine Freude. Lasst uns auch in Zukunft unsere Erkenntnisse austauschen. Lektion 6: Podcasts für neue Hörer. Guten Tag, Anna. Hast du in letzter Zeit interessante Podcasts gehört?
Guten Tag, John. Ja, ich habe mir schon einige angesehen. Hast du Empfehlungen für Anfänger? Absolut. Ich finde, Serial ist ein hervorragender Einstieg. Die Serie ist fesselnd und handwerklich erstklassig produziert. Ich habe davon gehört. Es erzählt eine fesselnde Geschichte über mehrere Episoden, richtig. Ja, das stimmt. Jede Staffel behandelt einen anderen wahren Kriminalfall. Das fesselt den Zuschauer. Das klingt interessant. Welchen anderen Podcast würdest du empfehlen? Stufio Schul-Knof ist hervorragend. Es behandelt ein breites Themenspektrum auf unterhaltsame Weise. Ich lerne unheimlich gern neue Dinge. Das Format macht komplexe Themen verständlich. Genau. Die Moderatoren harmonieren hervorragend miteinander, was das Zuhören sehr angenehm macht. Gibt es Podcasts, die sich mit Selbstverbesserung beschäftigen? Ja, The Tim Ferriss Show ist eine fantastische Wahl. Er interviewt erfolgreiche Persönlichkeiten, um deren Strategien zu entschlüsseln. Das klingt aufschlussreich. Ich bin immer daran interessiert, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Ein weiterer Podcast heißt Hof i Buildes. Darin erzählen Unternehmer ihre Geschichten. Das fände ich inspirierend. Von der Herausforderungen zu hören, kann andere motivieren. Das kann es durchaus. Erfolgsgeschichten liefern oft wertvolle Lektionen. Wie sieht es mit fiktionalen Podcasts aus? Irgendwelche Empfehlungen? Willkommen der Night-Wale ist einzigartig. Es präsentiert fiktive Nachrichten aus einer seltsamen Wüstenstadt. Das klingt faszinierend. Ich liebe Geschichten, die die Fantasie anregen. Es ist skurril und oft humorvoll. Eine wunderbare Flucht aus dem Alltag. Das würde mir gefallen. Wie wäre es mit Comedy-Podcasts? Conan O'Brienitz Afrind ist urkomisch. Conan interviewt Prominente auf lockere und unbeschwerte Art. Das habe ich auch schon gehört. Humor ist eine tolle Möglichkeit, nach einem langen Tag abzuschalten. Absolut. Lachen kann die Stimmung deutlich aufhellen. Gibt es Bildungspodcasts, die Sie empfehlen würden? TED Radio Ruhr ist außergewöhnlich. Es stellt verschiedene TED-Talks zu einem bestimmten Thema zusammen. Das ist eine großartige Möglichkeit, in einer einzigen Folge Einblicke aus verschiedenen Perspektiven zu gewinnen. Ja, die Themen sind sehr vielfältig. Dadurch bleibt der Inhalt abwechslungsreich und ansprechend. Wie sieht es mit Podcasts aus, die sich mit dem Thema persönliche Finanzen beschäftigen? Der Dabe Ramsay Show bietet praktische Ratschläge zur Budgetplanung und Schuldenmanagement. Das wäre von Vorteil. Finanzielle Allgemeinbildung ist für viele Menschen unerlässlich. Einverstanden. Es befähigt die Zuhörer, die Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen. Gibt es Podcasts, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit befassen? Therapie Chat beleuchtet verschiedene Aspekte der psychischen Gesundheit und der Therapiepraxis. Das ist wichtig. Offen über psychische Gesundheit zu sprechen, reduziert die Stigmatisierung. Genau. Es ermutigt die Zuhörer, bei Bedarf Hilfe zu suchen. Wie sollte man Ihrer Meinung nach einen Podcast für den Einstieg auswählen? Ich glaube, es hängt von den persönlichen Interessen ab. Probieren Sie verschiedene Genres aus, um herauszufinden, was Sie anspricht. Das ist ein guter Rat. Eine Leidenschaft zu finden führt oft zu einem tieferen Engagement.
Das erneute Ansehen von Lieblingsfolgen kann auch neue Erkenntnisse liefern. Das finde ich richtig. Es ist faszinierend, wie sich Perspektiven im Laufe der Zeit verändern können. Wussten Sie, dass Podcasts auch das Sprachenlernen verbessern können? Ja, das ist ein ausgezeichneter Punkt. Sie ermöglichen den Zuhörern, echte Gespräche mitzuerleben. Das Zuhören bei Muttersprachlern verbessert das Hörverständnis und die Aussprache. Ich glaube, dass es auch hilft, sich mit verschiedenen Akzenten auseinanderzusetzen. Absolut. Es bereitet Lernende auf Gespräche im realen Leben vor. Ich freue mich darauf, diese Empfehlungen genauer zu erkunden. Du wirst sie genießen, Anna. Sie sind sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Vielen Dank für Ihre Einblicke, John. Ich schätze Ihre Empfehlungen. Danke, Anna. Ich hoffe, du hast Freude am Hören dieser Podcasts. Lektion 7: Die Welt der Ersteller von Bildungsinhalten. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Guten Tag, John. Mir geht es gut, danke. Berlin. Mir geht es gut. Ich habe in letzter Zeit viel über die Erstellung von Bildungsinhalten nachgedacht. Das ist ein interessantes Thema. Genau aus diesem Grund folge ich mehreren Content-Kreatoren. Ich auch. Welche Art von Lerninhalten gefällt Ihnen am besten? Ich interessiere mich besonders für Naturwissenschaften und Geschichte. Die Themen sind faszinierend. Ich stimme zu. Das Kennenlernen verschiedener Kulturen und wissenschaftlicher Entdeckungen erweitert den Horizont. Wer sind einige Ihrer Lieblingskünstler? Ich bewundere den Veranstalter Ski Show. Sie erklären komplexe wissenschaftliche Themen auf verständliche Weise. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ihre Videos machen Wissenschaft für jedermann zugänglich. Genau. Sie präsentieren Informationen auf eine ansprechende Weise. Hast du irgendwelche Favoriten? Da, ich nutze Crashkurse. Deren Kurse decken verschiedene Themen ausführlich ab. Sie setzen visuelle Hilfsmittel hervorragend ein. Das fördert das Verständnis. Ich finde Ihren Stil sehr dynamisch und unterhaltsam. Dadurch macht Lernen Spaß. Wie oft schaust du dir ihre Videos an? Ich versuche, mir jede Woche mindestens ein Video anzusehen. Das hilft mir, auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist eine hervorragende Methode, um Lernprozesse zu strukturieren. Kontinuität ist dabei entscheidend. Ja, das stimmt. Ich schätze auch, dass Sie oft zusätzliche Ressourcen bereitstellen. Das ist von Vorteil. Zusätzliches Material kann das Verständnis des Themas vertiefen. Haben Sie jemals online an Diskussionen über deren Inhalte teilgenommen? Das habe ich. Der Austausch mit anderen bereichert das Lernerlebnis. Ich stimme vollkommen zu. Der Austausch unterschiedlicher Perspektiven bereichert die Diskussion. Was halten Sie von Livestreams oder Fragerunden, die von den Kreativen durchgeführt werden? Ich finde sie sehr ansprechend. Sie ermöglichen die direkte Interaktion mit dem Urheber. Diese persönliche Verbindung verleiht dem Lernerlebnis eine einzigartige Dimension. Dadurch fühlt sich das Lernen persönlicher und nachvollziehbarer an. Glauben Sie, dass Bildungsentwickler die Wahrnehmung des Lernens verändern? Hilf.
Sie machen Lernen zugänglich und unterhaltsam und überwinden traditionelle Barrieren. Das ist ein entscheidender Punkt. Bildung muss weder langweilig noch starr sein. Ja, Kreative nutzen ihre Kreativität, um Neugier zu wecken. Haben Sie jemals versucht, das Gelernte von einem Schöpfer anzuwenden? Ja, ich führe häufig zu Hause wissenschaftliche Experimente nach, die auf Videos basieren. Das klingt spannend. Lernen durch praktisches Tun ist ein effektiver Ansatz. Das stimmt wirklich. Es erweckt Theorien zum Leben. Welches Thema, mit dem Sie sich kürzlich beschäftigt haben, hat Sie fasziniert? Ich habe vor kurzem etwas über das menschliche Gehirn gelernt. Es ist so komplex und faszinierend. Das Gehirn ist wahrlich ein Wunder. Viele Künstler beschäftigen sich eingehend mit diesem Thema. Ich schätze es sehr, wie Sie solch komplexe Themen für das Publikum vereinfachen. Glauben Sie, dass es eine bestimmte Altersgruppe gibt, die am meisten von diesen Kreativen profitiert? Ich glaube, dass alle Altersgruppen davon profitieren können, aber jüngere Zielgruppen sind besonders interessiert. Das ist eine zutreffende Beobachtung. Junge Menschen sind oft aufgeschlossener gegenüber neuen Ideen. Ja, ihre Neugier treibt sie an, verschiedene Themen zu erforschen. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der anfangen möchte, Bildungskreatoren zu folgen? Ich würde vorschlagen, zunächst interessante Themen zu finden. Anschließend kann man sich mit Kreativen in diesem Bereich beschäftigen. Ausgezeichneter Rat. Persönliche Interessen machen das Lernen angenehmer. Darüber hinaus empfehle ich die Teilnahme an Online-Diskussionen. Das bereichert das Erlebnis. Sehr klug. Der Austausch mit einer Community kann weitere Einblicke ermöglichen. Aus den Erfahrungen anderer zu lernen ist von unschätzbarem Wert. Ich glaube, dass das Folgen von Bildungsreformern den eigenen Lernprozess grundlegend verändern kann. Da stimme ich dir zu, John. Vielen Dank für dieses bereichernde Gespräch über Bildung. Danke, Anna. Lass uns weiterhin gemeinsam die Welt des Lernens erkunden. Lektion 8: Umgang mit Nachbarschaftskonflikten. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Tag, John. Mir geht es gut, danke. Verlieren. Mir geht es auch gut. Ich wollte ein heikles Thema ansprechen. Wie gehen Sie mit Konflikten mit Nachbarn um? Das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel zur Lösung von Konflikten. Ich stimme zu. Ein offener Dialog kann Missverständnisse oft verhindern. Welchen Ansatz verfolgen Sie? Ich spreche lieber direkt mit meinen Nachbarn. Ich finde, dass ein ruhiger Umgang mit Problemen das Verständnis fördern kann. Das ist eine kluge Strategie. Sind Sie jemals auf einen konkreten Konflikt gestoßen? Ja, ich hatte mal eine Meinungsverschiedenheit über den Lärmpegel. Das war ziemlich schwierig. Das kann ich verstehen. Lärm kann eine erhebliche Quelle von Spannungen zwischen Nachbarn sein. In der Tat. Ich bin auf meinen Nachbarn zugegangen und habe ihm meine Bedenken mitgeteilt. Wie haben Sie auf Ihre Bedenken reagiert? Sie zeigten sich erstaunlich verständnisvoll. Wir besprachen das Problem und erzielten eine Einigung. Das ist hervorragend zu hören. Es scheint, dass Ihr Ansatz gut funktioniert hat.
Ja, es hat die Wichtigkeit unterstrichen, Probleme anzugehen, bevor sie sich verschärfen. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der zögert, einen Nachbarn zu konfrontieren? Ich würde empfehlen, mit einem freundlichen Ansatz zu beginnen. Ein positiver Ton kann viel bewirken. Das klingt nach einem unschätzbar wertvollen Ratschlag. Der Aufbau einer guten Beziehung ist unerlässlich. Absolut. Es hilft, eine Grundlage für zukünftige Interaktionen zu schaffen. Haben Sie schon einmal in einem Konfliktfall eine Mediation in Anspruch genommen? Ich selbst habe es nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, dass es sehr effektiv sein kann. Mediation bietet eine neutrale Perspektive, nicht wahr? Ja, es ermöglicht beiden Parteien, ihre Ansichten ohne Eskalation zu äußern. Wie verhält es sich in Situationen, in denen der Konflikt trotz Bemühungen um seine Beilegung fortbesteht? Wenn der Konflikt andauert, halte ich es für wichtig, klare Grenzen zu setzen. Das Setzen von Grenzen ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung des Friedens. Ja, dadurch können zukünftige Konflikte vermieden werden. Wie stehen Sie dazu, die Behörden in Nachbarschaftsstreitigkeiten einzubeziehen? Ich denke, es sollte nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden. Es kann Beziehungen nur noch weiter belasten. Das ist ein berechtigter Einwand. Behörden verstehen möglicherweise nicht immer die Feinheiten nachbarschaftlicher Beziehungen. Ich stimme zu. Die Menschen sollten zunächst versuchen, ihre Konflikte untereinander zu lösen. Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach wichtig im Umgang mit Konflikten? Geduld und Empathie sind entscheidend. Das Verständnis für die Perspektive anderer ist dabei enorm hilfreich. Ja, Empathie fördert Verbundenheit und Verständnis. Hatten Sie schon einmal Konflikte mit Nachbarn, die Sie gut bewältigen konnten? Ich hatte einmal eine Meinungsverschiedenheit über gemeinsam genutzte Räume. Ich schlug einen Nutzungsplan vor. Das ist eine praktikable Lösung. Hat Ihr Nachbar zugestimmt? Das taten sie. Es führte zu einer harmonischeren Lebenssituation. Das ist ermutigend. Zusammenarbeit kann zu besseren Ergebnissen für alle Beteiligten führen. Ich schätze Ihre Sichtweise, Anna. Was aber, wenn ein Nachbar nicht kooperativ ist? In solchen Fällen würde ich weiterhin höflich, aber bestimmt auftreten. Klare Erwartungen sind unerlässlich. Das klingt nach einem vernünftigen Ansatz. Konsequenz ist entscheidend. In der Tat, das kann letztendlich zu besseren Beziehungen führen. Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn Konflikte ungelöst bleiben? Ungelöste Konflikte können mit der Zeit zu Feindseligkeit und Spannungen führen. Das ist bedauerlich. Ein offener Dialog ist unerlässlich, um solche Situationen zu vermeiden. Ich hoffe, dass mehr Menschen lernen werden, effektiv mit ihren Nachbarn zu kommunizieren. Das würde mit Sicherheit zu stärkeren Gemeinschaften führen. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion, John. Danke, Anna. Lasst uns weiterhin das gegenseitige Verständnis in unseren Nachbarschaften fördern.